I saw you singing in a photograph, but I never learned your name. Then it wasn't long I fell in love and hoped you'd feel the same. So you told me, come on over and we'll sing a sweet refrain. And the world was turning slower, I can't explain. Nachdem ich vor kurzem erst den Kodak Gold 200 in Lightroom nachgebaut hatte, war es mal wieder Zeit für die nächste Bastelstunde und auf meiner Liste ganz oben stand der Kodak Portra 400. Den wollte ich unbedingt vor dem anstehenden Frühling fertig haben. Wie immer stellt sich dabei die Frage, warum ein Preset für Lightroom zu bauen, wenn man doch auf der Fuji das Recipe bzw. Rezept dafür nutzen kann. Im Großen und Ganzen hat das eigentlich mehrere Gründe. Zum einen möchte ich gerne ein neutrales RAW von jeder Aufnahme haben, was aber nicht möglich ist, da der eingestellte Weißabgleich sowie dessen Farbverschiebung auch in die RAW-Datei geschrieben wird. Nachträglich könnte man das in Lightroom auch wieder korrigieren, was durch die Farbverschiebung im Weißabgleich aber etwas mühsam ist. Bei einem neutralen RAW habe ich somit die Möglichkeit, mich erst später für den passenden Look zu entscheiden und ein JPEG generieren kann ich dann immer noch. Ein weiterer Grund ist die Möglichkeit, unterschiedliche Farbtemperaturen entsprechend der Tageszeiten zu nutzen. Das wäre mit dem Recipe zwar auch möglich, aber viel zu umständlich. Denn man müsste ja vor jeder Aufnahme den Weißabgleich in der Kamera korrigieren, was viel zu viel Zeit kostet. Bevor wir jetzt aber in die Lightroom-Version einsteigen, schauen wir uns das Portra Recipe nochmals an. Das Recipe hat einen fixen Weißabgleich von 5200 Kelvin mit einer Farbverschiebung bei Rot +1 und -6 bei Blau. Das Recipe basiert auf der Filmsimulation Classic Chrome, nutzt den Color Chrome Effekt und ist in den Kurven etwas zurückgenommen. Ebenso wird die Schärfe und Klarheit reduziert. Abgerundet wird der Filmlook dann noch durch den Körnungseffekt. Der Portra-Effekt wird also hauptsächlich durch den Weißabgleich und dessen Farbverschiebung bestimmt. Allerdings funktioniert dieser Look dann nur bei Aufnahmen mit Tageslicht bzw. Aufnahmen mit einer ähnlichen Farbtemperatur. Bei Lowlight oder Nachtaufnahmen funktioniert das Ganze schon nicht mehr so gut, zumindest für meinen Geschmack. Grund genug für mich also, das Ganze in Lightroom nachzubauen. Als allererstes habe ich in Lightroom natürlich auch die Filmsimulation Classic Chrome ausgewählt und für mich den Look bei derselben Farbtemperatur von 5200 Kelvin nachgebaut. In den Farben immer wieder angepasst und anschließend 10 Presets mit unterschiedlichen Farbtemperaturen angelegt, sodass ich diese auch auf RAW-Aufnahmen anwenden kann, denen eigentlich tageszeitbedingt eine andere Farbtemperatur zugrunde liegt. So kann ich jetzt den gewünschten Look auch auf Aufnahmen bei Lowlight oder Nacht anwenden. Wer jetzt keine Lust hat, diese Lightroom Presets nachzubauen, der findet mittlerweile einige in meinem Shop. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Im Shop findet ihr den Kodak Gold 200 sowie den Kodak Portra 400, aber auch meine Provia sowie meine Pro-Neck-Versionen. An dieser Stelle auch nochmals herzlichen Dank an alle, die sich schon das eine oder andere Preset gegönnt haben. Entwickelt habe ich diese Presets mit Aufnahmen der X-T5. Wer die Presets auf älteren Sensorgenerationen nutzt, muss eventuell die Tonung etwas korrigieren, je nach Geschmack. Alle Presets sind aber wie immer als Bearbeitungsgrundlage zu sehen. Man hat den Look als Basis und kann bzw. sollte anschließend noch die restlichen Tonwerte anpassen. Was in den Presets nicht definiert ist, ist der Belichtungswert. Den muss man in jedem Fall anpassen, was auch Sinn macht, denn manchmal möchte man die Aufnahme ja etwas dunkler oder heller haben. Ebenso checke ich persönlich immer noch die Lichter und Schatten. Ähnlich wie im Recipe habe ich für die Presets auch die Klarheit reduziert, also die Kontraste in den mittleren Tonwerten etwas zurückgenommen. Da ich die Schärfe im Preset nicht reduzieren wollte, habe ich den Strukturregler noch etwas zurückgenommen. Das macht die Bildwirkung etwas flacher, ohne Schärfe zu verlieren. Wem der Körnungseffekt zu schwach oder zu stark ist, kann diesen ebenfalls noch bei den Effekten anpassen.
oder ihn auch ganz herausnehmen, was ja der Vorteil bei den RAW-Aufnahmen in Lightroom ist, was aber bei einem JPEG nicht mehr möglich wäre. Beim Portra Recipe dreht sich alles also um den Weißabgleich von 5200 Kelvin und dessen Farbverschiebung in den Rot- und Blautönen. Und wie schon erwähnt, funktioniert das Ganze bei Tageslichtaufnahmen auch sehr gut und bringt in Kombination mit der Filmsimulation Classic Chrome den gewünschten Portra-Look. Wo es aber meiner Meinung nach nicht mehr so gut funktioniert, zumindest für meinen Geschmack, sind die Lowlight- und Nachtaufnahmen. Es kann tatsächlich manchmal ganz gut aussehen, was dann aber auch wieder abhängig von den vorhandenen Lichtquellen und ihrer Farbtemperatur ist. Aber relativ oft sieht es einfach nur bescheiden aus, was für mich auch Grund genug war, den Look auf andere Farbtemperaturen zu übertragen. Das Ganze könnte man natürlich auch für jede Aufnahme in der Kamera machen oder später im Fuji X4 Studio. Mit den Presets in Lightroom komme ich persönlich aber einfacher und schneller zum gewünschten Ergebnis ohne großen Aufwand. Gleichzeitig kann ich immer noch nachbessern und habe immer noch eine neutrale RAW-Datei. Wer jetzt keine Lust hat, das Preset nachzubauen, der nimmt einfach das Recipe von Fuji X Weekly oder gönnt sich die fertigen Lightroom Presets aus meinem Shop. Die Installation der Presets ist ebenfalls ganz einfach. In Lightroom Classic findet man unter Datei Entwicklungsprofile und Presets importieren. Nach dem Import der ZIP-Datei befindet sich das Preset dann in der Preset-Liste. Ganz ähnlich funktioniert das Ganze auch in Lightroom oder den Mobile-Versionen. In Lightroom CC findet man das Ganze unter Datei, Profile und Presets importieren. Alle Presets, die in Lightroom CC importiert werden, werden auch zeitgleich mit den Mobile-Versionen synchronisiert. Somit hat man hier keinen zusätzlichen Aufwand. Presets sind dann sowohl auf dem Tablet als auch auf dem Smartphone verfügbar. Das war's von mir für heute. Viel Spaß beim Ausprobieren und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. I saw you singing in a photograph, but I never learned your name. Then it wasn't long I fell in love and hoped you'd feel the same. So you told me come on over, we'll sing a sweet refrain. And the world was turning slower.